mein Hintergrund ist, dass ich seit 17 Jahren in Kanada lebe. Und dort hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass Immigration, kulturelle Vielfalt ein konstitutives Moment auch der Innovationsfähigkeit der Volkswirtschaft sind, dass sie Bereicherung des kulturellen Lebens mitbringt und das eigentlich nicht als Bedrohung wahrgenommen werden kann. Und ich glaube, diese Umstellung, das hat in Kanada auch lange Zeit gedauert, dass sich das durchgesetzt hat. Aber heutzutage ist es eigentlich schon fast Konsens in der Gesellschaft, dass mit Migration auch neue volkswirtschaftliche Impulse entstehen, kulturell, dass sich Kanada fortentwickelt und langsam der Aspekt der kulturellen Vielfalt Teil der nationalen Identität selbst geworden ist. Ich denke, das, was Deutschland von Kanada lernen kann, darin besteht zu sehen, dass das ein langfristiger Prozess ist des Lernens, der sich über Generationen hinweg vollzieht und der Teil der institutionellen Praxis werden muss. Für mich, der nur ab und zu in Deutschland ist, für mich stellt sich das so dar, dass sich sehr viel verändert hat in Deutschland über die letzten 2 Jahrzehnte. Kulturelle Vielfalt ist zum natürlichen Bestandteil des öffentlichen Lebens, in den Medien, im Straßenbild, in den Großstädten geworden. Und ich denke, Deutschland hat sich weit entwickelt, auch wenn das vielleicht nur graduell passiert und nicht so in der Dramatik wahrgenommen wird. Und ich glaube, dass ein Umfeld, in dem das passiert, der europäische Vereinigungsprozess ist. Dass wir in Europa eigentlich über den exklusiven Rahmen des Nationalstaats hinausgehen, was die Beschreibung unserer Gemeinschaft angeht. Und dass in diesem Kontext der Begriff des Eigenen und Fremden, dessen, was kulturelle Vielfalt heißt, neu definiert wird. Und ich denke, Deutschland auch aufgrund seiner schwierigen Geschichte, seines schwierigen Umgangs mit seiner eigenen nationalen Identität, ist eigentlich in einer relativ guten Position, über diese Reflexion der eigenen nationalen Identität auch eine größere Offenheit herzustellen. Und ich denke, dass Deutschland zumindest gut positioniert ist im Vergleich zu einigen anderen Nationalstaaten in Europa, die sehr viel größere Schwierigkeit haben, diesen exklusiven Begriff der eigenen nationalen Identität zu hinterfragen. Ich glaube, die Deutschen wissen, dass sie Migration auf relativ hohem Niveau brauchen für ihre Sozialsysteme, für die Volkswirtschaft. Nur was das genau heißt gesellschaftlich, ich denke, diese Einsicht ist noch nicht in einem vollen Umfang da. Und es wird Deutschland, ob es Deutsche wollen oder nicht, sehr grundlegend ändern über die nächsten Jahrzehnte. Wichtig ist es nun, dass kulturelle Vielfalt zur täglichen Praxis wird, in den Betrieben, in den Schulen, in den Vereinen, dass das eben nichts ist, gegen das man sich wehrt und das man als potenzielle Bedrohung wahrnimmt, sondern es ist etwas, mit dem man lebt und das man auch zu nutzen weiß und dessen Vorteile man sieht.